poröse Knochen, ständige Schmerzen, Angst vor dem nächsten Bruch. Osteoporose ist eine Volkskrankheit, die Millionen betrifft und oft viel zu spät erkannt wird. Ärzte verschreiben in der Regel Calcium und Vitamin D, doch viele Patienten spüren trotzdem keinen nachhaltigen Effekt. Was kaum bekannt ist, es gibt ein fast vergessenes, aber wissenschaftlich hochinteressantes Mittel, das nicht nur vorbeugt, sondern die Knochenstruktur gezielt wieder aufbauen kann. Die Rede ist vom Vitamin K2, dem Knochenlenker, der im Verborgenen wirkt und oft entscheidend fehlt. Nummer 1. Warum Knochen trotz Calcium schwach bleiben. Calcium ist der Baustoff der Knochen, das ist bekannt. Doch was viele nicht wissen, ohne die richtige Steuerung wird Calcium nicht in die Knochen eingebaut, sondern lagert sich in Blutgefäßen, Organen oder Gelenken ab. Genau hier kommt Vitamin K2 ins Spiel. Es aktiviert ein spezielles Protein namens Osteokalzin, das dafür sorgt, dass Calcium dorthin transportiert wird, wo es gebraucht wird, in das Knochengewebe. Ohne K2 bleibt Calcium ungenutzt oder richtet sogar Schaden an. Nummer 2. Die wissenschaftliche Beweislage, mehr als nur Hoffnung. In Japan, wo Natto, ein K2-reiches fermentiertes Sojaprodukt zur täglichen Ernährung gehört, ist Osteoporose deutlich seltener als in westlichen Ländern. Studien zeigen, dass eine ausreichende K2-Zufuhr zu dickerem, stabilerem Knochengewebe führt, besonders in der Hüfte und Wirbelsäule, also den kritischen Stellen für Knochenbrüche im Alter. Gleichzeitig wird durch K2 die Verkalkung der Arterien gehemmt, was ebenfalls für viele ältere Menschen entscheidend ist. Nummer 3. Wie du K2 richtig einsetzt und was du beachten solltest. Besonders wirksam ist Vitamin K2 in der Form MK7. Diese Variante bleibt lange im Blut aktiv, bis zu 72 Stunden und sorgt für eine konstante Versorgung der Knochen. Ideal ist eine tägliche Dosierung von 100 bis 200 Mikrogramm MK7, gemeinsam mit Vitamin D3, 2000 bis 4000 internationale Einheiten, das die Calciumaufnahme im Darm verbessert, Magnesium, das die Aktivierung von Vitamin D und K unterstützt, Calcium aber nur, wenn über die Ernährung nicht genug aufgenommen wird. Diese Kombination bildet ein natürliches Therapiekonzept, das auf Zellebene wirkt, ganz ohne Nebenwirkung klassischer Medikamente. Und Nummer 4, natürliche K2-Quellen, selten aber wirkungsvoll. Wer nicht direkt zur Nahrungsergänzung greifen will, kann K2 über folgende Lebensmittel zuführen. Natto, die mit Abstand reichste Quelle, ungewohnt im Geschmack, aber extrem wirksam. Reifer Käse, besonders Gouda, Brie, Edamer. Eigelb von freilaufenden Hühnern, Butter von Weidekühen. Da diese Lebensmittel jedoch oft nur geringe Mengen K2 enthalten, außer Natto, ist bei Osteoporose ein gezielter Aufbau über hochwertige Präparate meist effektiver. Möchtest du jetzt noch wissen, mit welchem leider geheimen Vitamin du deine Knie regenerieren kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.